Ja, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich den Damen und Herren und herzlich willkommen hier bei Exclusive Trading Group. Mein Name ist Sascha Kurz zu einem weiteren Teil der Trading-Chancen, und zwar die Trading-Chancen, die Trading-Setup für die kommende Handelswoche für die KW 21. Und wie gesagt, ich habe euch versprochen, dass ich es kurz und kompakt machen werde. Ich danke mir für euer Feedback von beim letzten Video, also immer. Bitte tut mir den Gefallen, wenn es euch wirklich gefällt, gebt dem Ganzen einen Daumen, dass ich wirklich auch sehe, dass euch das gefällt. Und wenn ihr irgendeinen Kommentar habt dazu, einfach drunter ballern. Ich beantworte gerne auch Fragen. Immer sehr, sehr gerne, auch bei Facebook oder unter dem YouTube-Video. Ähm, Das spielt keine Rolle. Und ja, in diesem Sinne will ich direkt durchstarten. Ich habe ja gesagt, tut euch den Gefallen, bleibt bis zum Schluss dran. Dafür mache ich es kompakter, kurz und kompakt und knackig. Und damit fangen wir an mit einem knackigen, kompakten Trading-Chancen der KW 21 für die nächste Handelswoche. Und zwar haben wir heute im Visier einen Dow Short, einen DAX Long. Also wir haben den Dow Jones und den DAX im Visier, den Aussie Dollar British Pound, den Aussie Dollar US-Dollar, den Euro New Zealand Dollar und wir werfen einen kurzen Blick auf Silber. Und damit wollen wir jetzt hier beginnen, und zwar rückwärts. Gold will ich nur ganz kurz by the way erwähnen, das heißt Silber kommt jetzt gut runter. Ich habe euch ja letzte Woche gesagt, Silber ist zu spät zum Reingehen, das ballert jetzt hier bei mir ganz gut runter. Hier könnte ich auch mittlerweile schon den Stop auf fast auf Break-Even ziehen. Im Prinzip kann ich einen Stop auf Break-Even ziehen, das Risiko quasi rausnehmen. Mal gucken, ob der Markt das annimmt, zack. Und ja, also Stop auf Break-Even. Die Geschichte sind jetzt 2200 $ im Plus. Das Ding schießt jetzt schön runter, so wie es sein sollte. Und das Gold-Setup habe ich, schaut euch bitte die von der KW 20 an, die Trading-Chancen. Das Setup ist nach wie vor intakt. Also da habt ihr noch sehr gute Möglichkeiten reinzukommen. Da bin ich noch leicht hinten, ungefähr 7 Punkte, aber Gold ist da sehr, sehr spannend. So, wollen wir jetzt direkt rübergehen zum Aussie Dollar British Pound und kommen zu den Indizes ganz am Schluss. Bei den Indizes ist das nämlich eine sehr, sehr spannende, interessante Geschichte. Entweder kann man den einen Index handeln oder den anderen. Das wird sich dann dementsprechend zeigen. Und ja, hier sind wir jetzt beim Aussie Dollar British Pound. Wir sehen jetzt hier, Aussie Dollar British Pound ist hier ein sehr, sehr schöner Long. Ich hatte es bereits letzte Woche angesprochen. Ich bin bereits drin, ganz knapp. Das heißt, das Ding ist noch nicht zu spät. Ihr seht das bereits hier. Ich gehe mal kurz im Tageschart. Ihr habt hier die Möglichkeit, jetzt hier euch Long einzustoppen. Erstes Target wäre hier in Richtung 0,5463. Da habt ihr noch roundabout 50 Pips nach oben. Aber das übergeordnete Target ist natürlich hier auf der 0,5526. Weit über 100 Pips, knapp 126 Pips habt ihr da Möglichkeiten zu machen. Und ich switch mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Wie gesagt, ich bin bereits drin. Ihr seht das hier. Wir haben hier leicht ein bulliges Way, wie das hier aufsteigt. Haben hier dieses Level von der 0,5393 gebrochen. Ich bin bereits eingestoppt, aber ihr kommt immer noch rein hier im Weekly High von der Vorwoche hier oben. Das heißt, wenn der Markt über die 0,5404 geht hier, dann habt ihr eine gute Entry-Möglichkeit. Wie gesagt, erstes Target hier in Richtung 0,5463 und dann geht es weiter ins übergeordnete Target, das wichtige 0,55, 25, 26 roundabout. Da könnt ihr gut 100 Pips mitnehmen und das hier unten war, wie gesagt, nur der Notstop, der richtige Stop wäre dann dementsprechend jetzt hier. Ich gebe dem ein bisschen Platz, weil ich am 4-Stunden-Chart unterwegs bin. Also ich würde hier erzielen roundabout ein CRV von 3, wenn ich in mein Target komme. So, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Markt, wollen wir direkt rüber switchen zum Aussie Dollar US-Dollar. Richtig spannendes Setup. Das könnte diese Woche aktuell werden. Wir sehen hier, wie der Aussie Dollar US-Dollar nach unten wegdippt. Das heißt, der Aussie Dollar US-Dollar ist ganz, ganz schwach. Der dippt hier weg, kommt hier unten auf ein ganz, ganz wichtiges Low. Hier hatten wir schon einen Dip runter am Anfang des Jahres. Also ein ganz heftiger Dip. Der Markt kommt jetzt wieder zurück hier. Und zwar ist das hier ein ganz wichtiges Level. Und zwar die 0,6833 ist das Level. Und wenn wir da drunter dippen, dann kann es richtig Gas nach unten gehen. Wir sehen das hier. Der Markt geht an einem Schnürchen runter. Wir sind hier im Abwärtstrend. Wir haben uns hier temporär wieder in Range gefangen. Wir waren hier quasi von September 2018 hier bis roundabout April 2019, also ungefähr ein Dreivierteljahr in der Range gefangen. Und ja, und jetzt geht es hier endlich runter, richtig runter. Und wenn wir hier diese Lows rausnehmen, dann wird der Aussie Dollar, US-Dollar
diesen Short Move fortsetzen, dann haben wir richtig Platz nach unten, das Ende offen. Also das heißt, wenn wir hier drunter dippen, die 0,6833, dann ist Open End und ich gehe davon aus, dass wir hier auf das Level drauflaufen, nochmal zurücksetzen und von da aus dann Dip drunter machen. Ob das nächste Woche passiert, weiß ich nicht. Wenn es nächste Woche passiert, solltet ihr auf jeden Fall mit dabei sein. Das ist eher ein Tageschart-Setup. Man kann es auch im 4-Stunden-Chart machen mit einem engeren Stop. Aber wie gesagt, das kann man wunderschön als längerfristigen Swing durchaus ohne Probleme halten. Und jetzt kommen wir auf den Euro-New-Zealand-Dollar. Hier, zack, da haben wir ihn. Er lädt gerade. Das ist ein bisschen kleinere Timeframe. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auch hier in den Tageschart, um uns hier mal die Level anzugucken, die interessant sind. Ich zoome mal kurz hier ein bisschen raus. Und zwar ist das hier interessant, wenn wir hier dieses Zwischenlevel rausnehmen, auf der 1,7216 Roundabout, wäre das nächste Target hier die 1,74 86 Roundabout. Also wie gesagt, von hier 72,16 bis 74,80. Wir haben hier über 200 Pips Platz auf der Long-Seite. Und das hier ist nur ein Zwischenlevel. Das heißt, wenn wir hier noch durchrutschen, dann kommen wir hier oben Richtung Highs bei der 1,79, 29,5. Dann ballert es richtig. Das muss man allerdings abwarten. Das kann man auch sehr schön im 4-Stunden-Chart traden. Ich mache den mal ganz kurz auf. Und zwar, ich suche ihn mal kurz raus. 4 Stunden ist mal ein bisschen schwierig, aber wenn wir hier durchmarschieren, dann kommen wir hier eventuell bei der 1,7214, wenn wir hier durchmarschieren, ein bisschen höher, können wir uns hier abstoppen auf der 1,7019 und können dann hier auch einen wunderbaren Swing mitnehmen von weit über 200 Pips hier, von zack, von hier oben in Richtung, diese Richtung 250 Pips kann man hier locker mitnehmen, 250, 260 Pips. Also das wird auch ein sehr spannender Swing, der durchaus eine Woche oder zwei halten kann. Nur mal so nebenher. Ich versuche auch ein paar kurze Setup manchmal mit reinzunehmen, aber wenn es sich jetzt gerade nicht anbietet, dann natürlich nicht. So, kommen wir jetzt auf den Dow oder auf den DAX. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ich beginne mit dem DAX. Ich beginne mit dem Dow. Der Dow ist ja im Prinzip der Leading Markt, das heißt der Markt, der vorzieht. Und ja, und das, was der Dow dann macht, wird der DAX aber kurz so lang mitmachen. Was ich hier sehr spannend finde, ist, wir haben hier oben nochmal in Richtung All-Time Highs ganz kurz angedippt. Ende April hat nicht gehalten, sind dann stark abverkauft worden, sind hier auf diese Lows gekommen. Wir hatten es ja bereits gesehen, hier auf der 25.220. Und das wird jetzt spannend. Wir haben hier einen Rücksetzer gemacht und jetzt könnte es durchaus passieren, dass wir hier durchmarschieren unter die 25.220, weil dann haben wir Platz hier runter in Richtung 23.930. Da ist richtig Cash mit drin. Für den Fall, dass wir nach unten durchmarschieren. Auf der Long-Seite habe ich leider kein gutes Setup. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass der Markt jetzt wieder weiter long geht, hier oben die Highs testet und dann durch die All-Time-Highs geht. Wenn das passiert, dann wird es hier richtig heiß. Dann ballert es hier richtig nach oben. Das vom Sommer passiert, das wage ich stark zu bezweifeln. Weil Sell in May and Go Away ist sehr wahrscheinlich, aber deswegen ist hier das Short-Szenario für mich sehr, sehr interessant. Ich habe hier momentan auch einen Sell-Stop drin liegen. Hier oben der Stop ist ja natürlich jetzt komplett übertrieben. Das war natürlich jetzt nur ein Scherz, um erstmal zu gucken, wo ich hinkommen würde. Wahrscheinlich werde ich hier auch meine Size ein bisschen verringern, aber das wird natürlich auch ziemlich langer Swing. Also hier ist durchaus ein CRV von 2 drin und wenn wir hier noch drunter marschieren, haben wir die 23.375 im Visier. Klar ist ein ziemlich großer Stop, aber wir haben auch einen ziemlich großen Weg, den der Markt zurücklegen kann. Es ist aber nur interessant für mich, wenn wir wirklich hier Short gehen. Ansonsten lasse ich die Finger raus, weil hier habe ich kein Long-Setup. Aber der Markt, der macht mir kein Long-Setup. Das heißt aber, wenn der der Dow dieses Short-Setup nicht triggert, sondern wieder Long geht, bekommen wir dafür ein Long-Setup im DAX. Das heißt entweder oder Setup. Das heißt, ein Long-Setup im Dow haben wir nicht, aber dafür, wenn der Dow Long gehen sollte, bietet sich hier der DAX Long an. Hier haben wir es. Wir haben es ja bereits angesprochen. Hier habe ich auch schon die Order drin liegen. Wir sehen das hier. Ich hatte es bereits letzte Woche angesprochen. Wenn wir hier die 12.460 rausnehmen, und ich habe mir hier schon einen Stop oben drüber reingelegt, wenn wir das Level hier rausnehmen, dann bekommen wir einen krassen Long hier oben in Richtung 13.194. Das ist richtig Platz auf der Long-Seite. Der Stop wird dann natürlich noch deutlich stärker herangezogen. Das wird aber nur passieren, dass wir durch das Level durchmarschieren, wenn der Dow weiter long bleibt. Wenn der Dow short geht, dann wird der DAX auch runterkommen, wird hier unter die Lows fallen und dann tiefer runterfallen. Aber das ist mir für ein Short-Setup taugt mir das nicht so. Wir haben hier ein schönes Umkehr-Setup bekommen, inverse SKS, das ist gerade schon nach oben getriggert.
Und das würde ganz gut passen. Rücksetzer hier auf die Lows, hier oben auf dieses Level zurück, die 12,460 und dann ab durchmarschieren hier oben Richtung 13.194. Das wäre hier ein sehr, sehr spannendes Setup. Ja, dann wird sich nächste Woche wahrscheinlich entscheiden. Entweder wird der Dow Short gehen, dann ist das DAX-Setup verworfen, oder der Dow wird weiter Long gehen. Dann habt ihr zwar kein Long-Setup im Dow, aber dafür ein Long-Setup im DAX. Das heißt, eines von beiden wird wahrscheinlich triggern und da werdet ihr richtig Spaß haben. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, tut mir einen Gefallen. Bitte Daumen hoch, teilen, liken, etc. etc. Kommentare drunter. Würde mich richtig glücklich machen. Ich bedanke mich bei euch und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wünsche euch einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Ciao, ciao, euer Sascha.